Hallo zum neuen Video. Heute stelle ich euch den Arduino Nano vor. Der Arduino Nano ist einer von den kleinsten Entwicklerboards von Arduino, die momentan auf dem Markt sind. Ich habe mir hier eben ein Set gekauft, in dem 5 Arduinos drin sind. Ich habe vorhin schon mal einen rausgenommen, um es auszuprobieren. Und ja, kommen wir jetzt hier gerade dazu. Das ist jetzt die Einzelverpackung. Und ja, wir haben ja den Arduino, das ist häufig ein bisschen friemelig, der geht nie so ganz raus. So, und hier haben wir jetzt den Arduino Nano. Man kann jetzt schon im Vergleich sehen zum Arduino Uno. Der ist um einiges kleiner, also die Breite ungefähr passt, aber die Länge nicht so ganz. Und nochmal um einiges kleiner wie hier der Arduino Mega. Ja. Häufig werden die Arduino Nanos auch direkt schon mit angelöteten Pins geliefert, wie man jetzt hier sehen kann. Aber manchmal ist es auch so, dass es eben einzeln geliefert wird. Also einmal der Mikrocontroller und einmal hier die Pins muss man selber anlöten. Ist manchmal ein bisschen nervig. Ja, und was man sehen kann, der Arduino Nano ist um einiges klein, aber es heißt ja nicht, dass er weniger kann. Also er kann schon ein bisschen weniger, aber ein großer Unterschied ist es nicht. Also ganz am Anfang mal, der Arduino Nano, der läuft auch auf 5 Volt und hat auch 14 digitale Pins. Die werden aber nicht wie bei dem normalen Arduino normal einfach mit der Zahl angesprochen, sondern davor schreibt man immer noch ein D. Und 6 Pins von den 14 Pins sind eben PWM und mit denen kann man eben auch Zahlen anstatt 0 und 1, sondern auch Zahlen zwischen 0 und 250 einstellen, womit man auch die Spannung regulieren kann. Der Arduino Nano hat auch 8 analoge Pins, das sind 2 mehr wie beim Arduino Uno. Und ja, die nächste Besonderheit bei dem Arduino Nano ist eben, dass er auch ein anderes Kabel hat. Hier, der hat einmal Mini-USB-B, also den kann man jetzt einfach hier reinstellen. Also hier sieht man auch, dass er eine andere Buchse hat, wie der Arduino Uno zum Beispiel. Und ja, kann man jetzt hier reinstecken. Funktioniert auch alles und die Seite kommt in PC, das macht eigentlich auch Sinn. So. Der Arduino Nano, der hat auch wie der Arduino Uno ein Transmitting und ein Receive Pin. Und ja, was dieser Arduino jetzt nicht hat, ist ein Volt-In, also man kann keine Batterie direkt anschließen. Der Arduino hier kann 3,3 und 5 Volt ausgeben, wie auch bei den anderen beiden Arduinos. Und ja, der hier hat aber auch im Vergleich zu den anderen Arduinos auch ein bisschen weniger Ground Pins. Der hier hat jetzt zum Beispiel nur 2, die anderen haben beide 3. Vom Speicher her liegt der auch bei 32 Kilobyte, wie beim Arduino Uno beim normalen Speicher und 2 Kilobyte RAM, auch wie beim Arduino Uno. Und ja, der hier hat auch 8-Bit und und die Taktrate liegt bei 16 MHz. Die einzelnen Arduino Nanos sind ab 5 Euro erhältlich, was ich euch aber eher empfehlen würde, dass ihr euch so einen 5er-Set kauft, wo irgendwie 5 Arduino Nanos drin ist. Da liegt man da ungefähr bei 15 Euro, das habe ich auch gemacht. Und da hat man dann eben 5 und da kostet einer durchschnittlich nur noch 3. Das heißt, man hat ungefähr pro Arduino 2 Euro gespart. Ja. Äh, ja, ich verlinke euch unten auch nochmal den Arduino Nano, ein Set und noch einen einzelnen. Und ja, das war's dann mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like oder ein Abo dalassen. Und ja, das war's mit dem Video. Tschüss.